Guten Morgen, Leute. Es ist 14 Dezember 2025. Spätherbst. Ja, noch 7 Tage, dann ist es Winter. Wir hatten schon ein bisschen Sonne heute Morgen. Jetzt wieder ein bisschen wolkig. Das Wetter sieht gut aus für heute. Und ich laufe heute eine Wanderung in der Nähe von Weert. Ja, dann sehen wir noch eine Mühle, die sind an der Mühle und also so weiter vor die Flinte kommt, ne? Oder besser gesagt vor die Kamera kommt. Es sind ungefähr 22, 23 Kilometer heute. Und da es Sonntag ist, haben wir ja keinen Zeitzwang heute wie Dienstag in Belgien. Da war die Zeit knapp und muss ich bei 11,1 Kilometer belassen. Aber das war doch auch eine schöne Wanderung. Und ich muss hier, meine nächste Möglichkeit links, sagt er. Ja, ich sehe da eine Kirche von Weert vor mir. Aber ich glaube, richtig in Weert kommen wir heute nicht, wenn ich es gut habe. Und ich habe Komoot auch gesagt, er soll mal etwas bessere Wege nehmen. Ne? Weil es ist ja viel zu matschig in den Pfaden überall. Ne? Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Und da gibt es ja eine Option für in Komoot. Ja Leute, ich befinde mich hier dann doch richtig in Weert. Ne? Ein Vorort von Weert. Ja, so kann man das sehen, ja. Wir sahen da schon die Lidl, ne? Folge dem Weg 70 Meter. Und wir werden hier ein bisschen durch die Siedlung gehen. Ein kleiner Sportplatz für die Kinder. Ja, heute haben wir auch ein bisschen Zivilisation in die Wanderung, bevor wir in die Felder gehen, ne? Nach die Anna-Mole. Und das ist heute 6 bis 9 Grad wird es heute. So. Aber es geht schon, die Sonne scheint schon wieder ein bisschen, ne? Ja, ist schon geil. Jetzt rechts auf Webersen. Nach 1,91 Kilometer gehen wir hier unter dem Bahnhof von Weert. Ja. Da oben sieht man nämlich den Bahnhof. Und wir gehen schön drunter durch. Da sieht man auch den Bahnhof hier. Ja. Und dann kommen wir eigentlich hier im Zentrum von Weert. Ne? Sonntagmorgen 9:30 in Weert. Ja, das ist der Bahnhof von Weert, ne? Und wir gehen durch die ja, ich glaube, dass das hier das Zentrum ist. Ja, ich glaube, wir durch das Zentrum gehen. Ja.
2,02 Kilometer, Leute. Und das Schloss Neuenburg. Moin. Das erste Highlight des Tages. Schau mal an, Leute. Was für eine Anlage. Und da stehen alle diese Schilder, ne? Da steht drauf, wer da gewohnt hat. Und da ist das Eingangstor. Was da noch viel übrig ist, ne? Also Leute, ist das ein geiles Kino hier. Kriegsdaten, Exekutionen. Guck mal. Wow. Ist das nicht geil, Leute? Da steht nicht, dass es privat ist. Mal schauen hier auf dem. Ja, das ist privat. Glaube ich. Was steht hier? Ah. Das Schloss durch. Nach 5,3 Kilometer, Leute, verlasse ich Weert. Ja, das ist gut, nach 5,3 Kilometer. Und es werden scheinbar, wie Komoot angibt, jetzt schon 24 Kilometer. Okay. Also sind wir fast ein Viertel der Wanderung ist weg und das läuft sich gut. 5 Kilometer pro Stunde Durchschnitt zurzeit, obwohl ich viele Fotos gemacht habe. Und die Sonne scheint. 6,59 Kilometer, die A2. Und da ist einiges los auf diesem Autobahn. Was ein Verkehr am Sonntagmorgen. Nach 6,86 Kilometer
und noch immer 5 Kilometer pro Stunde auf die Uhr komme ich hier in Schorch, Gemeinde Niederweert. Ja, wir gehen wieder in ein Dorf hinein. Das erste Dorf nach Weert. Und wir müssen natürlich auch wieder zurück über die A2. Aber das werden wir auch irgendwie schaffen. Ich sagte, dass ich 5 Kilometer pro Stunde laufe. Und da ist die Bestätigung. Ne? Und da sagt sogar 6 Kilometer pro Stunde, sagt er. Guck mal da. Sie fahren 6 Kilometer pro Stunde und dann Smiley. Ja, das ist schön. Ne? Bekommt man auch ein Smiley. Ja, das wäre was, ne? Wenn ich hier 50 laufen würde. Tja, das wäre mal ein Witz. Nach 7,89 Kilometer, 89 Kilometer, so 7,9 Kilometer sagt er sogar, verlassen wir Schorch und gehen wir über den Kanal. Und ich habe keine Ahnung, ob wir da sehen können, welcher Kanal das ist. Niederweert und noch was, glaube ich. Ja, der fährt einfach weiter hier. Ne? Also dann müssen wir, wenn wir zurückkommen, über den Kanal. Und wir müssen noch über die A2. Ja. Beide müssen wir dann noch überqueren auf dem Rückweg. Schau mal an da, wie ruhig das Wasser ist. Die Sonne scheint. Der Seite also, da sehe ich noch ein paar Enten auf dem Wasser. Auf das man erkennen kann. Können Hühner sehen, ne? Können Hühner sein. Kann auch. Und da hinten gibt es auch, ich glaube, Schafe. Ja, das sieht aus wie Schafe von hier aus. Gibt es da in die Weide, ne? In die Wiese. Ja, ist schon geil, Leute. Richtig geil. Bei nächster Möglichkeit rechts, danach links halten. Und wir müssen hier nach rechts, Leute. Und da ist schon ein Pferdchen, 2 Pferdchen. Was geil ist das denn? Ja. Wie steht das nicht? Dort läuft die Straße, aber ich muss hier rein, sagt Komoot. Na, werden wir mal sehen.
12,4 Kilometer kommen wir an den Reichsweg, also die Bundesstraße. Und gehen wir wieder rechts über die Südwilhelmsvaart. Ja. Also wir sind über die Hälfte der Strecke. Brauchen nur eine gute 11 Kilometer bis zum Auto. Da ist so viel Verkehr heute, das ist unglaublich. Gute 11 Kilometer bis zum Auto. Das war hier ein bisschen zähes Stück. Ne? Tja. Ah, nein, das ist genau Wessenmeter wert. Entschuldigung. Entschuldigung. Die kommen am Südwilhelmsvaart. Ne? Also heiliger Scheiße, was ein Verkehr heute. Und jetzt muss die Mühle noch kommen, die andere Mühle muss noch kommen. Und ich sehe, wir gehen gleich nach links, weiter entlang dem Kanal. Schau mal, wie geil, Leute. Eine geile Luft hinter mir, ne? Ja, ist richtig geil. ...14 Kilometer Schwartbruck. Und wir gehen nach links. Nach dieser Seite. Wann das gut ist, muss man schauen. Nee, ich laufe nicht gut. Ich muss doch Schwartbruck hinein. Hilfe. Die Kommode ist so undeutlich manchmal, ne? Ja, ich gehe hinein in Schwartbruck. Nach 14 Kilometer. Okay, das ist gut. Und wir müssen an 8,11 Kilometer. Also die Zahlen sind schon einstellig. Ja, wir gehen schon Richtung Auto. Okay. ...14,2 Kilometer. Und wir kommen jetzt an die Anna-Mühle. Die liegt hier in Schwartbruck. Oben sieht man schon ihre Flügel. Ne? Da kommt ein alter Trecker. Geil. Hallo. Na, im Dorf kann man noch was sehen. Das ist die Anna-Mühle. Da steht sie. Beek. Und an der anderen Seite verlassen wir Schwartbruck nach 15
1,1 Kilometer. Jetzt leicht rechts auf Wanderweg. Und dann gehen wir hier die Straße hinein, die dort läuft. Bei nächster Möglichkeit dann links. Aber nicht für Wanderer. Das ist nur für Autofahrer. Fahrräder, Mofa und Fußgänger sind einfach weiter. Und dann wird es wieder ein bisschen ruhig. Ne? Guck mal hier, was für ein Baum. Ne? Boah, was ein Ding. Nach 20 Kilometer genau, Weert. Weert auf Limburgisch. Und auch noch Weerts Dialekt. Also noch een gute 3 Kilometer bis zum Auto jetzt. Und das hier ist die Bundesstraße, ne? Das ist die Masaika Weg ist das. Also ich glaube, dass diese Straße nach Belgien läuft. Und ich muss ein bisschen geradeaus hier, also mal ein bisschen auf die Zähne beißen. Ne? Ja Leute, die Mühle, die wir gesehen haben in Swartbroek, das ist nicht die Sint-Anna-Mühle, das ist eine andere Mühle. Heiliger Scheiße. Da sieht er schon Flügel in die Weite, in die Ferne. Ne? Und das ist die Sint-Anna-Mühle in Weert. Jawohl, ungefähr 1 Kilometer vom Auto. Da ist die Sint-Anna-Mühle. Oh Mann. Unglaublich. Und wir haben jetzt 21,7 Kilometer gelaufen. Und das sind noch einen guten Kilometer bis zum Auto. 1,3. Und praktisch alles Asphalt. Ne? Es kommt nur ein paar Wege, die teilweise nicht asphaltiert waren. Das war schon richtig. Ja, und der Masaika Weg, ne? Der hat ja Ziel. Ne? Also, ja. Ich sehe die Mühle hinter das Haus da. Wir müssen noch ein bisschen laufen, sehe ich. Aber ja, das Asphaltlaufen ist schwer, aber ja, besser als solche Matschlaufen, ne, mit diesem Wetter. Und ich habe mir so reingeschaut, die Pfaden links und rechts, die waren sehr schmutzig. Wenn ich vorher das Gebot gesagt habe, einfach kleine Abenteuer heute. Ne? Da kommt sie, guck mal da. Ganz am Ende der Wanderung, da kommt sie. Ich habe Probleme, die Kamera festzuhalten. Puh. Die ist schwer jetzt. Ist das Lama? Scheint so. Ja, das wird zu sehen, Alpaka oder Lama. Da kommt sie. Viele Vögel, jede Menge. So. Jetzt werde ich mal ein paar Fotos machen. Ja, lass mal ein paar Fotos machen.
Hallo und willkommen bei der Wanderung nach St. Anna-Molle 14/12/2025, die Abmoderation. Ja, das war ein Montag, ne? Da haben wir mal ruhig gelaufen. In Weert und Umgebung, ja, ich sagte ja noch, kommen wir in Weert, ich denke nicht, ja. Alle haben wir natürlich, da gingen wir gleich durch ein ganzes Zentrum von Weert. Oh Mann, welchem Arsch hat diese Wanderung geplant? Ja, der Arsch, der hier vor dem Computer sitzt, ne? Unglaublich. Naja, das war an sich eine schöne Winterwanderung, ja. Ich hatte versucht, Komoot so etwas einzustellen, dass ich nicht über die Matschpfaden laufen müsste. Ne? Ja, das ist auch gelungen. Es gab nur ein paar Sandpfaden, aber da war auch, die waren auch gut. Es war eine Strecke von, was war es wieder, 22,9 Kilometer. Ja, im Moment ist das schön. Wir haben den Anfang gemacht auf einem Parkplatz außerhalb von Weert. Muss man eben schauen, das war hier. Haben wir den Anfang gemacht. Und dann sind wir schnurstracks hier reingelaufen. Ja. Und durch dem Zentrum gelaufen. Da habe ich schon mehrere Fotos gemacht, ne? Weil da waren ja einiges zu sehen da im Zentrum. Ne? Das war schon richtig geil. Das war das erste Foto, ja, das war in so einem Appartement, waren das, ne? Da ging man unter durch. Das war ein bisschen moderne Kunst, ne? Tja. Tja. Und dann gingen wir weiter und dann kamen wir hier, da war der Bahnhof von Weert. Ja. Da gingen wir unten durch. Und dann kamen wir hier am Bahnhofsgebäude. Das ist auch ein schönes Gebäude, ne? Und dann gehen wir weiter durch dem Zentrum, richtig durch dem Zentrum. Das wäre das Glockenspiel. Das spielt auch auf bestimmte Zeiten, ne? Aber ich habe es nicht gehört. Wie ich da war es still. Das waren 2 Fotos. Ah ja, da war die Kanone noch, ja. Die war auch noch da. Dann hatten wir hier nochmals 2 Fotos. Nein, die haben wir gehabt. Hier sind wir jetzt. Ja. Da sind all die Läden, ne? Und die Kirche von Weert. Mal schauen. Das ist die Kirche, ja. Da gab es auch dieses Bild, ne? Der Tanz hieß das. Stand da auch. Das war die Kirche in Weert. Ein kolossaler Bau, ne? Es war schon schwierig, den auf dem Foto zu bekommen. Dann hatten wir Tieske, het Unbedenken oder so etwas. Ich weiß nicht ganz, was das ist, aber der Mann, der war in 1931, glaube ich, verstorben. Da gab es noch so ein schönes Gebäude hier. Ich glaube, dass das alte Gemeindehaus ist von Weert. Sieht es nach aus. Und früher hatten die Gemeindehaus die hatten ja so einen Balkon da oben. Ne? Da konnten sie ja das Volk zusprechen. Ne? Auch ein schönes Haus im Zentrum. Dann kriegen wir doch die Kanone Dickere Graaf Jacob. Ja, die heißt so. Und dann kamen wir schon beim Schloss Neuenburg. Ne? Ja, das war unser erstes Schloss, das wir hatten. Da gibt es noch eine Beschreibung von dem Schloss. Kastelein von den Grafen von Horne. Da ist auch das Schloss in Horn von. Ne? Das Tuch, was da noch für übrig ist. Auch wieder eine Beschreibung davon.
bisschen weiter weg fotografiert. Ne? Sieht im Hintergrund ein Schloss und hier Tor. Da gab es früher auch einen Keller im Tor. Ne? Ja. Das war ein altes Gehöft. Mitten im Zentrum. Schön, dass das noch steht. Hier sieht man, das ist von 1461. Also ist schon ein paar Jährchen hier. Ne? Das ist eine Klosterkirche. Ja, das ist eine Klosterkirche. Ja, das ist mir nicht gelungen. Da standen Hirschen, aber man sieht sie nicht. Die waren zu schnell weg. Da muss man eben schließen. Mal sehen, wo wir sind jetzt. Dann bin ich jetzt weiter, mal laufen wir die Fotos. Das war das. Dann gehen wir weiter. Ja, wir sind schon raus aus Weert, ne? Ja, das war das mit den Hirschen. Dann kamen wir hier in Schoor. In Schoor, ja, das war vor dem Kanal. Zuid-Willemsvaart, sagte ich. Oh mein Gott, das war auch wieder so etwas, ne? Das ist das Kanal Westen-Weert. Niederweert. Aber in die Kirche hier. Das war die, wie hieß die Kirche auch hier? Kann ich hier sehen. Ach, steht hier unter. Unsere liebe Frau von Lourdes Kapelle. Auf dem Schoor. Hier steht es auch noch, ja. Eine kleine Kirche, aber doch schon eine schöne Kirche, eine junge Kirche. Die war von 1958. Ja. Also nicht so alt. Hier sieht man sie nochmal ganz von hinten. Ne? Da war, glaube ich, eine Kommunion gewesen, wie ich da kam. Der Mann war am Aufräumen da. Das ging um den Mann, der war am Aufräumen. Und dann hatten wir hier noch die schöne Entchen, ne? Auf dem Wasser. Das war, mal schauen, da bin ich schon über dem Kanal. Das war ein sehr langes Stück hier entlang dem Kanal. Ja, da waren die Enten. Das war ein richtig langes Stück. Da habe ich hier eine Pause gemacht. Hier habe ich auch noch ein Foto gemacht. Wallenstein. Hier habe ich noch ein Foto gemacht. Ah, das war die Brücke hier. Die Bahnbrücke. Ich habe irgendwo eine Pause gemacht. Wo war das? Kann ich das sehen? Ja, hier. Da habe ich eine kleine Pause gemacht. Da war eine Bank. Aber es war so kalt, da habe ich schnell was getrunken und bin ich wieder schnell weitergelaufen. Weil der Wind war saukalt und man wird dann sehr schnell kalt. Ne? Das ging nicht. Also das ist die Brücke. Nein, das ist nicht die Brücke. Das ist das Schild, ja. Und dann kamen wir hier an die Brücke. Hier war die Brücke. Und dann kamen wir hier wieder in ein kleines verschlafenes Nest. Zwischen den Bahnen und dem Kanal. Und da fanden wir dieses Exemplar, ne? Diese kleine Kapelle. Unsere lieben Frau von der Ruhe. Und die stond ganz voll mit diesen kleinen Kärtchen. Ne? Das sind ja alles Leute, die verstorben sind. Unglaublich. Na, da habe ich nur ein Foto von. Aber da im Video seht ihr mehr von dieser Kapelle. Dann gingen wir wieder zurück. Das war die Bundesstraße, der Reichsweg, ne, wo es so viel los war. Gingen wir wieder über die A2. Ja. Das. Und dann gingen wir nach Schwartbroek.
Da habe ich die Foto gemacht von dieser Kapelle hier. Kapelle St. Aules Memoriale. Oh. Und die Bertilia, Geneve und Europia Kapelle. Das war die von innen in Schwartbruck. Ja. Und nach die Kapelle, mal eben schauen, das war diese, ne? Hatten wir dann das erste Jahr die Mühle, wo ich sagte ja die andere Mühle, oh mein Gott, auch wieder so etwas, ne? Gibt es nicht. Das war die Mühle de Hoop in Schwartbruck. Mann, oh Mann, oh Mann. Da sieht man sie noch viel besser. Sehr gelungenes Foto gegen eine Winterluft, ne? Und da sieht man auch stehen de Hoop, ne? Was steht da? Kann ich mal eben nicht lesen. Ja, macht doch nichts, kann ich nicht lesen, das weiß ich nicht, was da steht. Dann gingen wir weiter, kamen hier bei die Kirche in Schwartbruck. Ja, St. Corneliuskirche war das. Dann hatten wir noch eine Kapelle in Schwartbruck. Das war die Servatiuskapelle in Schwartbruck. Und dann verschwanden wir aus Schwartbruck und gingen wir wieder in die Pampe, ne? Im Feld. Und da hatten wir noch ein paar schöne Pferdchen. Ja, der war sehr interessiert, was ich da mache, ne? Ich habe mich noch bedankt bei ihnen, dass er so schön da stand. Und dann gingen wir weiter zurück nach Weert. Das war ein schönes Stück bis Weert. Da kamen wir auf den Mazeikerweg. Das war ein sehr zähes Stück. Das ist auch so etwas wie eine Bundesstraße, ne? Also das war sehr zäh. Dann gingen wir die Ringbahn in Weert. Und dann gehen wir zurück zum Auto und dann kamen wir hier noch ein Foto. Das war die St. Anna Mole. Da kam sie. Und dann da gab es zwei Fotos. Ja, eine Seite ist die weiß, andere Seite ist die nicht weiß gestrichen. Und sie die Türe hier mal, ne, rot, weiß, blau. Ja, okay. Kann man machen, aber. Und dann war es nur ein kleines Stück bis zum Auto. Also sehr viele Fotos gemacht. War sehr viel zu sehen auf die Wanderung, das mag ich. Wir hatten 4 Stunden und 46 Minuten gebraucht, um 22,9 Kilometer zu laufen, mit 4,8 Kilometer pro Stunde. 90 Meter hoch und 100 Meter runter. Also wir haben etwas mehr runter als hoch gelaufen. Ja, kann man sagen, das war eine sehr gute Wanderung. Sehr viel gesehen. Und ja, die nächste Wanderung ist in Deutschland. Wenn ich diese Abrechnung mache, habe ich die schon gelaufen. Und das war auch eine schöne Wanderung. Aber die werdet ihr dann noch sehen. Diese Wanderung, die wird, denke ich, noch vor dem Neujahr auf BitChute stehen. Und wahrscheinlich auch auf YouTube. Also, wenn Ihnen diese Wanderung gefallen hat und diesem Video, geben Sie einen Daumen hoch. Sag es weiter. Schreibe in den Kommentaren, was ihr davon fand. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, Ihr Theo.